Heute geht's bei uns um die Hochschulallianz Ingenium, dank der man ganz einfach ins Ausland gehen kann. Also bei uns war das unkompliziert. Also man hat sich da beworben, dann sobald es dann irgendwann die Zusage gab, glücklicherweise, hieß es einfach, okay, jetzt bitte Kontodaten angeben und dann gab es einfach einen Pauschalbetrag, der überwiesen wurde für diese Winter Senior School und dann konnte man im Endeffekt selbst darüber verfügen und das fand ich eigentlich besonders auch die Stärke von dieser Finanzierung, ja. Uns ist es ganz besonders wichtig, dass Studierende an solchen Aktivitäten teilnehmen können, unabhängig davon, ob sie sich das finanziell leisten können. Also diese finanzielle Unterstützung ist ganz in unserem Sinne. Der HKA-Podcast. Die Hochschule Karlsruhe zum Anhören. Mit Jan Holthaus. Hallo und herzlich willkommen. Die HKA ist eigentlich schon immer eine sehr international aufgestellte Hochschule. Das heißt, wenn man bei uns studiert, dann hat man sehr viele Möglichkeiten, auch mal ins Ausland zu gehen. Unser International Office zum Beispiel pflegt ein riesengroßes Netzwerk an Partnerhochschulen weltweit, an denen man ganze Studiensemester verbringen kann. Natürlich gibt es auch die Möglichkeit, eher kurzzeitige Auslandserfahrungen zu sammeln. Und damit das noch einfacher wird, sind wir seit ein paar Jahren Mitglied bei Ingenium. Ingenium, das ist ein Hochschulverbund aus 10 europäischen Hochschulen, die ganz gezielt den Austausch fördern. Und zwar für alle Hochschulangehörigen. Also Studierende, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und Professorinnen und Professoren. Was es mit diesem internationalen Programm auf sich hat, welche Erfahrungen man da machen kann und warum man da unbedingt mal reinschauen sollte, darüber habe ich gesprochen mit Marie Rüppel-Wie und mit Nick Schäuble. Marie Rüppel-Wie ist die Projektleiterin von Ingenium hier an der HKA und Nick Schäuble hat Elektro- und Informationstechnik studiert, hat seinen Master im letzten Jahr abgeschlossen und promoviert inzwischen bei uns. Meine erste Frage ging an Marie Rüppel-Wie und ich wollte erstmal wissen, was neu und was anders ist an Ingenium, wenn man das mal mit den bisherigen internationalen Aktivitäten der HKA vergleicht. Ja, also in der Tat waren wir als Hochschule für angewandte Wissenschaften recht gut international aufgestellt. Das ist nicht immer so bei allen Hochschulen für angewandte Wissenschaften, das ist besonders. Der Unterschied ist jetzt tatsächlich, dass mit der Europäischen Hochschulallianz wir einer strukturierten Allianz zugehören, die auch strategisch sich in alle Bereiche der Hochschule einfügen soll. Und ein weiterer Unterschied ist, dass durch diesen Beitritt bei der Hochschulallianz wir finanziell von der EU unterstützt werden, wir auch begleitet werden vom Land und auch vom Bund. Also das ist wirklich auch etwas Gewolltes auf EU-Ebene. Wir sind eine von fast 60 europäischen Hochschulallianzen und als Hochschule für angewandte Wissenschaften ist es schon was ganz Besonderes, weil in Deutschland hauptsächlich Universitäten, Volluniversitäten zu solchen Allianzen dazugehören. Jetzt liest man auf den Webseiten von Ingenium, dass wir eine europäische Universität sind. Was bedeutet das ganz konkret? Ja, also diese Bewegung der Europäischen Universität, die wurde aus Brüssel angestoßen. Unser Ziel ist es wirklich, eine Art Universität zu schaffen, in der Studierende, Forschende und Hochschulpersonal gemeinsam lernen und lehren können, gemeinsam forschen können und arbeiten können über die Ländergrenzen hinweg. Also man könnte es fast zu einem Extrem bringen und sagen, wir sind eine Universität und haben 10 Campusse. Man kann aber auch sagen, es gibt einfach mehr Flexibilität im Austausch. Also wir versuchen jeder Person an der Hochschule die Möglichkeit zu geben, sich intensiv auszutauschen mit den Partnern und auch die Einrichtung der Partnerhochschulen zu nutzen. Das heißt, wir müssen jetzt nicht an 10 Universitäten gehen, aber wir haben die Möglichkeit, es bringt uns besonders Mehrsprachigkeit, Vielfältigkeit, innovative Lehre. Also das ist wirklich strategisch gedacht und nicht nur in Anführungsstrichen eine Aufgabe im International Office, sondern wir wollen wirklich jede Fakultät mit einbeziehen und jede Statusgruppe an der Hochschule. Das heißt, wenn ich jetzt beispielsweise hier studiere, dann kann ich an verschiedenen Programmen von Ingenium teilnehmen und dann auch die unterschiedlichen Universitäten oder Hochschulen besuchen. Kannst du uns mal konkret machen, wie das aussieht, welche Programmbestandteile es da gibt? Also wir laufen auf verschiedenen Ebenen. Also einerseits gibt es ja diesen klassischen Erasmus-Austausch, den gibt es schon und den haben wir jetzt intensiviert mit unseren Ingenium-Partnerhochschulen. Wir waren vorher als Hochschule für angewandte Wissenschaft, also Karlsruhe, waren wir sehr aktiv im außereuropäischen Austausch. Also wir haben sehr gute Partner in Asien, sehr gute Partner in Südamerika, Nordamerika. Und jetzt ziehen wir uns quasi so ein bisschen oder fokussieren wir uns mit dieser Europäischen Hochschulallianz auch wieder ein bisschen Richtung Europa, was auch im Sinne der Nachhaltigkeitsstrategie ist
Fortschrittes und auch im Sinne der Europäisierung, Demokratisierung etc. Und grundsätzlich stehen den Studenten weiterhin alle Programme offen, also diese Erasmus-Austauschprogramme, klassisch ein Semester ins Ausland zu gehen zum Studium oder ein Semester ins Ausland zu gehen zum Praktikum. Und hinzu kommen weitere Mobilitätsformate. Das sind hybride Lehrformate, das können Module online sein, die man gemeinsam mit einer oder 2 oder 3 Partnerhochschulen macht. Es sind nicht immer alle 10 Partner beteiligt. Es können Exkursionen sein oder wir haben jedes Semester die 10 Days of Ingenium. Das sind 10 Tage, wo an 2 verschiedenen Standorten jeweils 5 Tage Summer- und Winter Schools angeboten werden. Einmal für Bachelorstudierende und einmal für Masteranden und Doktoranden. Und vielleicht kannst du darüber was erzählen, weil du warst nämlich an so einer, es war eine Winter School in Kreta dabei. Also erstmal Winter School und Summer School, das sind im Grunde Meetings, die vor Ort stattfinden und unter einem bestimmten Motto bestimmte Projekte initiieren, richtig? Oder was habe ich unter dem Begriff Summer und Winter School zu verstehen? Es ist grundsätzlich ein abgegrenzter Zeitraum, 1 oder 2 Wochen. Also bei uns ist das dann immer jeweils eine Woche, in dem Studierende zusammenkommen und sich zu einem Thema informieren, austauschen, gelehrt werden. Also Professoren, Dozenten geben Einführung und sie haben dann ein Ziel, in dieser Woche etwas auszuarbeiten. Bei der Senior Summer School oder Winter School ist es akademischer, mit einem Ziel vielleicht einen Forschungsantrag zu stellen oder einen Mock-Forschungsantrag zu stellen. Auch das hatten wir, dass man sagt, macht mal einen Marie Curie-Antrag gemeinsam mit Studierenden aus völlig unterschiedlichen Fachrichtungen, aber mit einer Thematik, die übergeordnet die Studierenden zusammenbringt. Was sind Marie Curie-Forschungsanträge? Das sind so EU-Anträge. Ach so, okay. Ja, also man muss kein Kernphysiker sein, um da mitzumachen? Nein, das sind EU-Anträge und das Beispiel war jetzt, wir wollen unsere Studierenden und Doktoranden befähigen, solche Antragstellungen auch zu machen. Okay, da kann man also richtig was lernen bei diesen Summer- oder Winter Schools. Das ist unsere Hoffnung, ja. Nick, du warst in Griechenland bei einer Winter School. Um was ist es da denn gegangen? Was war da das Thema? Genau, die Winter School, an der ich teilgenommen habe, das war auch tatsächlich die erste Winter School, die es jemals gab. Das war im Februar 2024. Und damals ging es um Sustainable Development and Innovation. Und zwar am Beispiel des Carob Trees. Das ist der Johannisbrotbaum, der dort vor Ort eine große Bedeutung hat in der lokalen Agrarindustrie, ja. Okay, Johannisbrotbaum, den kenne ich jetzt nur als Endprodukt wahrscheinlich, oder kennt man als Verdickungsmittel in der Lebensmittelindustrie. Wenn man irgendwie Lebensmittel ein bisschen andicken möchte, kann man da Johannisbrotkernmehl machen. Das wird, glaube ich, aus diesen Schoten gewonnen. Genau, richtig. Was war da euer Fokus? Also wir haben uns da ganz verschiedene Aspekte angeschaut. Also du hast schon recht, man kann das so als Verdickungsmittel einsetzen. Ist aber nur ein Anwendungsbereich. War mir auch neu tatsächlich. Also ich habe den davor auch nicht so im Detail gekannt. Aber da gab es ganz verschiedene Anwendungszwecke. Also wirklich von irgendwelchen Klebern, die man daraus herstellen kann, dann über als Ersatzprodukt für Kakaopulver, das gesundheitstechnisch verschiedene Vorteile hat im Vergleich zu klassischem Kakao, bis hin dann zu Brot, Plätzchen, was man daraus wirklich backen kann. Also da gibt's eine recht breite Palette. Und wir haben uns da einmal verschiedene inhaltliche Aspekte angeschaut, also tatsächlich Teile der Produktionskette von diesem Carob Tree in verschiedenen Industrien. Aber dann auch ein paar Themen eher auf der Metaebene, sage ich mal, was ist jetzt Gesundheit oder Wissenschaftskommunikation und sowas, die dann das Ganze abgerundet haben. Ja. Das heißt, eure Idee war sozusagen oder eure Aufgabe war es, da so eine Art Businessmodell draus zu entwickeln, was man noch mit diesem Baum machen könnte, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe? Genau, es ging zum Beispiel darum, wie kann ich den Fertigungsprozess oder den Erstellungsprozess von diesem Carob Tree in bestimmten Produkten dann nachhaltiger gestalten. Also ganz konkret, da haben sich Leute Gedanken gemacht, eine große Herausforderung ist, weil diese Bohnen eben so klebrig sind, dass die Verarbeitung, dieses Vermahlen von diesen Bohnen, das ist sehr, sehr maschinenintensiv, weil die dadurch schnell kaputt gehen etc., weil alles verklebt immer. Und da haben sich Leute Gedanken gemacht, wie könnte ich diesen Prozess verbessern oder vorausschauende Wartung implementieren und da verschiedene Mechanismen entwickeln, um am Schluss dann nachhaltiger das Ganze zu produzieren. Ja. Wie sah da euer Tagesablauf aus? Also es war eigentlich ganz cool, weil wir immer quasi in der WG tatsächlich mit den Studierenden hier aus Karlsruhe zusammen waren. Das heißt, wir sind dann morgens immer gemeinsam gestartet. Wir hatten da so ein Airbnb zu 5, glaube ich. Sind dann morgens da, haben uns getroffen irgendwo. Ging es meistens so um 9, 10 Uhr los. Und dann war es an den meisten Tagen so, dass wir immer so Vortragsblöcke hatten. Wie gesagt, mal inhaltlich, mal eher auf der Metaebene. Dann gab es meistens in der Mittagspause dann ein kulinarisches Highlight, sage ich mal, mit so einem Buffet dann aus der griechischen Küche. Oh, lecker. Ja. Das klingt gut. Das klingt sehr gut, genau. Hat auch immer sehr gut geschmeckt und war sehr reichhaltig.
Und dann ging es noch mit 1, 2 Vorträgen weiter. Manchmal auch ein bisschen interaktiv am Nachmittag noch. Also noch ein paar Spiele, ein bisschen Networking so. Habt ihr denn auch was von der Umgebung gesehen? Also seid ihr ein bisschen da auf Kreta rumspaziert oder habt ihr euch Dinge angeschaut? Auf jeden Fall, also man hatte meistens davor morgens noch ein bisschen Zeit, weil es nicht so ultra früh losging. Es gab wirklich auch Freiblöcke, wo es dann wirklich hieß, okay, jetzt schaut euch mal ein bisschen die Stadt an. Wir sind damals in Chania, glaube ich, heißt es, gelandet und dann in Rethymno gewesen. Also so eine Kleinstadt, sage ich mal, die durch die alten Häuser und sowas, die es da auch gibt, schon auch einiges zu bieten hat. Genau, also gab schon immer wieder auch mal Zeit. Und wir waren auch noch einen Tag zum Beispiel in einem Forschungszentrum außerhalb von Rethymno. Das war dann in Heraklion, das sehr renommiert ist tatsächlich auch in Kreta oder Griechenland allgemein. Also wir haben schon noch ein bisschen was von der Umgebung gesehen, ja. Und wie viele Leute waren dort auch von anderen Hochschulen? Also kamen die jetzt alle aus Deutschland oder waren die von anderen Hochschulen, die auch Mitglied bei Ingenium sind, also zum Beispiel aus Irland oder aus Spanien? Genau, also es war eine sehr gemischte Truppe. Also ich würde sagen, pro Hochschule so 6 bis 8 Personen, würde ich sagen, Studierende oder Doktoranden. Und jetzt, Marie, kannst du mir vielleicht helfen, waren es 10 verschiedene Hochschulen, die dabei waren? Von allen 10 Partnern, ja. Genau. Also an diesen Ingenium Days sind Studierende, Doktoranden von allen 10 Partnern dabei, also jeweils 5 bis 10. Und es sind auch sogenannte Mentoren dabei. Das heißt, es kommen Professoren meistens von allen Hochschulen auch dazu, die dann auch Input geben, beziehungsweise auch als Mentoren helfen sollen, euch anzuleiten oder in die richtige Richtung zu bringen. Es geht wirklich darum, das zusammenzubringen. Also das Gemeinsame, das Miteinander, aber auch strategisch oder anzugucken, wie machen wir so Projekte, wie bauen wir das aus, dass es da auch ein bisschen Hilfe gibt. Und ich nehme an, dass die Unterrichtssprache Englisch ist. Genau, richtig. Was hast du denn von dieser Winter School mitgenommen hier nach Hause? Also einmal gab es tatsächlich auch ein paar fachliche Inspirationen, würde ich sagen. Jetzt weniger in Bezug Johannesbrotbaum, sondern eher so auf der Metaebene. Da gab es eben auch Vorträge zum Thema Wissenschaftskommunikation oder sowas, das ja überall relevant ist und auch zunehmend relevanter wird. Dann, für mich war es das erste Mal in Griechenland, das heißt, die griechische Kultur ein bisschen kennenzulernen. Wir hatten da auch abends mal Einblicke in einen Musikauftritt von so einer typisch traditionellen griechischen Band. Das war sicherlich sehr spannend dann. Dann ganz konkret aber vor allem den Austausch, würde ich sagen, und das Netzwerk. Und das ist ja auch das, was eigentlich Ingenium bezweckt. Also einmal tatsächlich noch mit Studierenden, Doktoranden von der HKA. Da gab es auch immer noch Kontakte, jetzt auch im Nachhinein. Aber natürlich auch mit Studierenden international. Und das ist ja das ganz Spannende daran. Und das hat sich konkret auch dann noch weiterentwickelt. Also verstehe ich das richtig? Du hast auch immer noch Kontakt zu Leuten, die du dort kennengelernt hast, die aus ganz Europa kommen? Genau, richtig. Also ganz konkret vor allem zu 2 Personen. Und zwar einmal haben wir auch Leute aus Schweden kennengelernt dort. Und da war einer dabei, ich habe letztes Jahr 4 Wochen Sommerurlaub in Schweden gemacht. Dann habe ich ihn gefragt nach Tipps und sowas. Hat er auch gemeint, hey, kannst gern vorbeikommen und sowas. Hat sich am Schluss dann nicht ergeben, aber die Möglichkeit hätte bestanden so. Und ein paar gute Tipps hat er mir auf jeden Fall mitgegeben. Und das zweite Beispiel war, es gab noch einen Doktorand, der auch in einem ähnlichen Forschungsumfeld wie ich jetzt unterwegs ist. Und da ist auch immer noch der Plan, da vielleicht mal gemeinsam einen Forschungsantrag zu stellen, über Ingenium oder auch außerhalb. Das heißt, da gibt es auch konkrete Kooperationsmöglichkeiten, die sie ergeben haben, ja. Das ist ganz interessant. Du warst, glaube ich, auch lange in dem Formula-Team hier an der Hochschule, oder? Genau, ja. Also Formula-Team, das muss man vielleicht kurz erläutern. Es gibt die Formula Student bei uns an der HKA. Das ist ein Team mit einem eigenen Rennstall. Das heißt, wir bauen einen Rennwagen, mit dem man dann bei verschiedenen Wettbewerben teilnehmen kann. Und da warst du Mitglied dann? Genau, für 2 Jahre jetzt also letzten Herbst, genau. Weil da sind unsere Partner aus Irland ganz interessiert gewesen, haben gedacht, ach, das hört sich super spannend an, was ihr da macht in diesem Formula-Team. Und die waren hier an der HKA, also die haben das Formula-Team getroffen, haben sich auch mit Professoren, aber hauptsächlich mit den Studierenden ausgetauscht und waren total begeistert, was es für Möglichkeiten hier in der Hochschule gibt. Vor allem, weil, also die Hochschule in Irland ist super aufgestellt, aber was die besonders fanden, waren diese ganzen Labore und diese ganzen Hands-on-Erfahrungen, die Studierenden machen können. Dass sie sagen, wo sind denn hier die Pros? Sind die hier alleine? Und können sie hier alleine Sachen basteln? Da waren sie ja wahnsinnig begeistert von. Und das ist so eins unserer Ziele, zu gucken, was haben Partner, was man vielleicht auch kopieren kann oder übernehmen kann? Beziehungsweise, wie kann man sich gegenseitig beraten? Wie habt ihr das gemacht? Wie seid ihr da hingekommen? Wie sehen solche Projekte aus? Oder kann man auch mal einen Austausch machen, dass man sagt, okay, jetzt kommt mal ein Professor oder auch ein Student für ein halbes Jahr hierher und bringt es dann auch wieder zurück an die eigene Hochschule. Also das sind dann solche Bekanntschaften, solche Gespräche, die auch häufig abends beim Essen oder so passieren, sagen, oh, das muss ich mir mal näher angucken. Und dafür ist die Begegnung natürlich wichtig. Genau. Was würdest du sagen, hast du dann an anderen Hochschulen
gesehen, was du für die Hochschule Karlsruhe mitnehmen wolltest oder was du hier gerne einführen würdest. Gibt es da ein Beispiel? Oh Gott, ja. Wo soll ich anfangen? Ja, das gibt es natürlich sehr, sehr viel. Also nicht nur ich, sondern auch andere Kollegen. Diese 10 Days of Ingenium sind wirklich eins unserer wichtigsten Events. Da sind unter anderem, wie wir schon mal gesagt haben, diese Summer- und Winter Schools. Gleichzeitig finden aber auch diese sogenannten Work Package Meetings statt. Wir haben im Ingenium-Kontext 10 Arbeitspakete, in denen wir aktiv sind. Das Kernarbeitspaket ist die Ingenium European University, der Ingenium European Campus. Aber wir haben auch noch andere Pakete, wie zum Beispiel Sustainability, Ingenium for Sustainability. Wir haben ein Arbeitspaket, wo es vor allem um Diversitätsbereiche, Mehrsprachigkeit, Outreach an Schulen geht und so weiter. Und zum Beispiel bei einer unserer letzten Summer Schools in Frankreich gab es viel Austausch im Bereich der Nachhaltigkeit. Und da hatten wir auch Kollegen aus dem Nachhaltigkeitsbereich hier aus der Hochschule, die sich dann mal den Campus angeguckt haben. Und die haben gute Beispiele, wie sie mit der Biodiversität auf dem Campus umgehen und solche Sachen, was man sehr gut an die anderen Hochschulen bringen kann. Also es geht wirklich darum zu sagen, was klappt bei uns gut, was könnte man kopieren oder wir haben eine Herausforderung in einem Bereich, wie könnten wir das von anderen übernehmen? Zum Beispiel, wir haben eine Riesenherausforderung hier mit der Mülltrennung. Wie kann man das besser angehen? Und da gab es auch eine Studierendengruppe, die dazu tatsächlich gearbeitet hat und gesagt hat, okay, das wären Beispiele. Wie und wo bringt man Mülltonnen an und wie müssen sie labellisiert werden und solche Sachen. Also es sind wirklich verschiedenste Bereiche, die aber für alle von uns in unterschiedlicher Form relevant sind. Wir haben im Vorfeld zu diesem Podcast mal auch ein paar Ingenium-Teilnehmerinnen und Teilnehmer gebeten, uns ihre Eindrücke zu schildern und zukommen zu lassen. Annie Jo Köhler zum Beispiel, die studiert bei uns an der HKA Technologie-Entrepreneurship im Master und sie hat an 3 verschiedenen Austauschformaten teilgenommen und das hat sie dazu zu sagen. Ich durfte bereits an mehreren Ingenium-Events teilnehmen. Ich durfte bei der Senior Summer School in Pescara in Italien dabei sein. Die stand unter dem Thema Health, Technology und Wellbeing. Ich durfte am Blended Intensive Programm in Spanien dabei sein, in Oviedo, bei dem wir gemeinsam mit europäischen Studierenden und auch Hochschulmitarbeitern das Netzwerk inhaltlich diskutiert und auch weiterentwickelt haben. Und ich war im August in einer Gaming Summer School an einer Ingenium Partner University in Finnland, in Kotka und kann wirklich nur sagen, meine Erfahrungen waren durch die Bank weg. Total cool. Also alle 3 Programme waren inhaltlich total verschieden, aber jedes Mal stand der internationale Austausch im Vordergrund und das hat einfach ganz viel Spaß gemacht. Mir hat auch gut gefallen, dass bei den Ingenium-Events immer viele andere europäische Studierende vor Ort vertreten sind oder auch digital, je nachdem, wofür man sich entscheidet und man dadurch ganz viele Kulturen auf einmal kennenlernen kann und wirklich in 10 verschiedenen Ländern in Europa Freunde finden kann. Bin auch nach wie vor immer noch mit Leuten in Kontakt und es ist einfach total schön, dass wenn man mal irgendwo in Europa unterwegs ist, dass man eigentlich immer vor Ort irgendwo einen spannenden Kontakt hat, den man besuchen kann. Wir haben vor Ort auch immer ganz tolle Ausflüge gemacht und hatten natürlich sehr viele spannende Diskussionen. Eine große Unterstützung war on top auch, dass alle Programme finanziell durch Ingenium bezuschusst werden konnten und natürlich auch, dass in Deutschland ein ganz tolles Ingenium-Team vor Ort ist, was jederzeit für Fragen verfügbar ist und auch während der Zeit im Ausland jederzeit unterstützend zur Verfügung stand. Wow, ich finde, das klingt nach Daumen hoch, gerne wieder. Ich möchte auf 2 Punkte eingehen, die Annie Jo Köhler hier ganz konkret genannt hat. Nämlich einmal hat sie davon gesprochen, dass Ingenium sich finanziell an ihren Projekten bzw. an ihren Fahrten beteiligt hat. Marie, wie genau sieht das aus? Uns ist es ganz besonders wichtig, dass Studierende an solchen Aktivitäten teilnehmen können, unabhängig davon, ob sie sich das finanziell leisten können. Also diese finanzielle Unterstützung ist ganz in unserem Sinne. Diese finanzielle Unterstützung ist gewollt von der EU. Also das Ingenium-Projekt ist Erasmus finanziert. Erasmus kennt man häufig aus diesem Semesteraustauschprogramm, aber das ist genau das Ziel von Erasmus, diese Möglichkeit jedem zu geben, ins Ausland zu gehen. Aber wie sieht das konkret aus? Wie bist du, Nick, beispielsweise unterstützt worden? Also bei uns war das fand ich auch sehr angenehm, sehr einfach unkompliziert. Also man hat sich da beworben, dann sobald es dann irgendwann die Zusage gab, glücklicherweise, hieß es einfach, okay, jetzt bitte Kontodaten angeben und dann gab es einfach einen Pauschalbetrag, der überwiesen wurde für diese Winter Senior School und dann konnte man im Endeffekt selbst darüber verfügen und sagen, ich buche mir jetzt eben diese Flüge nach Kreta zum Beispiel, um mir mit
mit den anderen, die auch dorthin gehen von der HKA gemeinsam. Dieses Airbnb und so, das war eigentlich alles sehr unkompliziert. Und das fand ich eigentlich besonders auch die Stärke von dieser Finanzierung, ja. Annie Jo Köhler hat noch einen weiteren Punkt ins Spiel gebracht. Sie hat an einem sogenannten Blended Intensive Programm teilgenommen und sie sagt, sie habe da mitgearbeitet, dieses Netzwerk auch weiterzuentwickeln. Was heißt das genau? Wie kann man sich beteiligen als Studierender oder Mitarbeiterin, Mitarbeiter, um Ingenium weiterzuentwickeln? Ja, super. Das ist ein ganz tolles und ganz wichtiges Thema, wo ich auch noch mehr Mithilfe brauche. Also als Studierende kann man sich hier in Karlsruhe unabhängig von irgendwelchen Auslandsaufenthalten auch im Ingenium-Kontext beteiligen. Wir haben in Karlsruhe ein HKA Ingenium Advisory Board. Wir haben eine Gruppe von Studierenden, die partizipativ an der Entstehung von Ingenium teilnehmen soll. Also das ist gewünscht von uns hier an der HKA, weil wir wissen möchten, was möchten Studierende eigentlich. Also wir haben ganz viele tolle Ideen und Konzepte, aber müssen natürlich auch mal prüfen, macht das Sinn und ist es eigentlich auch in der Logik von Studierenden. Also das ist A, so ein Sounding Board. B, haben wir im Gesamtingenium-Kontext mit den 10 Hochschulen haben wir ja verschiedene Gremien. Und da ist die Studierendenpartizipation uns sehr, sehr wichtig. Also wir wollen die Studierenden mit einbeziehen in die Entwicklung von dieser Europäischen Hochschule, weil wir ja noch in Entwicklung sind. Also wir sind noch recht am Anfang. Wir haben angefangen, die ersten Rahmenbedingungen zu schaffen. Wir versuchen natürlich Mobilitäten, die wir schon so durchführen können, die es schon gibt, zu nutzen. Aber wir versuchen uns ja auch weiterzuentwickeln. Und da ist es ganz wichtig, dass wir Studierende mit an Bord haben. Wenn ich das kurz als Appell nochmal sagen kann, wir sind auch offen für Personen, die noch gar nicht im Ingenium-Kontext beteiligt waren. Wer Interesse hat, sich zu beteiligen, kommt gerne auf uns als Team zu. Wir würden euch dann weiterleiten in die richtige Richtung. Aber wir sind immer daran interessiert an Studierenden, die auch eigene Initiativen ins Leben rufen wollen. Was würdest du, Nick, weiterentwickeln an Ingenium? In welcher Richtung würdest du dieses Projekt sehen? Also ich finde so die Vernetzung europäisch schon eigentlich das spannendste Thema insgesamt. Und wenn ich es richtig gehört hatte oder richtig verstanden hatte damals, gab es da auch so Ideen wie gemeinsame Studiengänge oder sowas, wo auch im Endeffekt so Austausche fix eingeplant sind. Ich glaube, das finde ich wahrscheinlich so mit den spannendsten Teil, das voranzutreiben. Und ich glaube, da gibt es ja auch schon ganz viel Bewegung, oder Marie? Guter Punkt. Also das Ziel ist, Mehrfach-Abschluss-Studiengänge ins Leben zu rufen. Das kann Doppel- oder Triple sein. Also es gibt ja mittlerweile schon Doppel- und Triple-Abschlüsse und wir haben auch unser ersten Ingenium Mehrfachabschlussprogramm, das heißt EUVM. Grundsätzlich heißen Mehrfachabschlussprogramme, dass man an mehreren Hochschulen studiert und am Ende einen Masterabschluss beispielsweise von mehreren Hochschulen bekommt. Man hat dann den HKA-Abschluss, aber man hat dann vielleicht auch den Abschluss von der Universität in Oviedo und von der Universität in Höfte. Okay, aber also das ist ja auch eine gute Perspektive eigentlich, weil man da dann ja auch gleich die Sprache noch mitlernt, wenn man dort vielleicht ein Jahr sogar studiert vor Ort. Genau, also die Mehrsprachigkeit ist natürlich immer ein Thema. Es ist auch das Thema, dass man dann für andere Arbeitsmärkte offen ist, dass man auch dann, wenn man gar nicht ins Ausland gehen möchte und dort arbeiten möchte, aber auch hier nachweisen kann, dass man interkulturelle Erfahrung hat, dass man die Erfahrung hat, auch länger im Ausland gearbeitet zu haben. Das bringt einem natürlich im Thema Employability auch weiter. Das sind einige von diesen Themen. Also das ist quasi eine Form der gemeinsamen Programme, sind diese Doppel- oder Mehrfachabschlussprogramme. Und dann gibt es noch eine andere Form. Und zwar ist das, was wir jetzt gerade erarbeiten, dass man innerhalb von Ingenium Programme hat, die flexibler zu gestalten sind. Das heißt, der Studierende oder die Studierende kann sich modular sein Studium selber gestalten, in Anführungsstrichen. Natürlich alles im Rahmen dessen, was wichtig und notwendig ist. Es ist auch immer abhängig von den Studiengängen, weil die Basis sollte auf jeden Fall immer bestehen. Okay, das bedeutet, ich kann mir einzelne Seminare im Idealfall an einer ausländischen Hochschule hier anrechnen lassen. Genau, also die gegenseitige Anrechnung, das ist natürlich eine Grundlage dessen und das sind die Rahmenbedingungen, die wir ja gerade erarbeiten und die besonders kompliziert sind, weil wir natürlich unterschiedliche Rechtssysteme haben. In Deutschland haben wir ja schon unterschiedliche Landeshochschulgesetze. Und es ist schon hier kompliziert, wenn man in Hessen weiter studieren möchte. Ja, meine Frage ist manchmal, ist es komplizierter innerhalb von Deutschland oder innerhalb von Europa? Also, aber das ist so die Idee. Aber die Grundidee dessen ist wirklich, dass wenn ich Architektur studieren möchte und ich möchte aber einen Schwerpunkt setzen auf Holzbau, den es hier
hier so nicht gibt, dann habe ich vielleicht die Möglichkeit, zu unseren Partnern nach Finnland zu gehen, die im Holzbaubereich spezialisiert sind. Das sind jetzt auch tatsächlich eher fiktive Ideen. Oder wir haben eine Partnerhochschule in Bulgarien, das ist eine medizinische Universität. Wir haben hier keine Medizin, aber vielleicht, wenn man im Bereich Elektroingenieurwesen sagen möchte, ich will jetzt in den Bereich Medizintechnik gehen, dann könnte ich dort ein Modul belegen, was mich weiterbringt auf meinem Weg in die Richtung, in die ich mich bewegen möchte. Es gibt quasi mehr Angebote für Studierende. Also das ist so einer der großen Anreize, dass es in Zukunft eine größere Flexibilisierung geben sollte. Du hast vorhin auch schon mal das Thema Nachhaltigkeit angesprochen und wir haben eingangs auch erwähnt, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der HKA genauso an Ingenium-Programmen teilnehmen können. Ich habe hier einen O-Ton von einer Mitarbeiterin und die sagt uns mal, was sie erlebt hat. Hallo, ich bin Selma Jansen und ich bin für nachhaltige Campusentwicklung an der HKA zuständig. Beim Ingenium-Projekt bin ich vor allem in das Work Package 7 Sustainable Development eingebunden, wo wir uns regelmäßig austauschen mit den Partnerhochschulen, wie wir Nachhaltigkeit in unsere Lehre integrieren und auch wie wir als Hochschule unsere eigenen Emissionen reduzieren und unseren Campus attraktiver gestalten. Reisen durfte ich bereits zur Partnerhochschule in Iași in Rumänien und nach Rouen in Frankreich. Diese Vororttreffen finde ich immer total wertvoll. Man versteht viel besser die lokalen Herausforderungen, wenn man sie selbst vor Ort erleben darf. Beispielsweise, wie gut die Standorte an den ÖPNV angeschlossen sind oder wie die Hochschulen mit dem Thema Mülltrennung umgehen. Die Reisen zu den Partnerhochschulen verursachen aber natürlich auch Emissionen. Das Gute ist, dass viele Treffen auch hybrid organisiert sind. So konnte ich beispielsweise an Vorortterminen in Cork oder in Sofia online zugeschaltet werden. Außerdem sind eigentlich alle der Ingenium-Standorte auch auf dem Landweg erreichbar. Es ist nur ein bisschen mehr Aufwand und es kostet mehr Zeit. Oder man kombiniert einen Aufenthalt mit einem Staff Exchange oder einem privaten Urlaub, sodass man die Emissionen dann entsprechend an anderer Stelle einsparen kann. Okay, wir haben gehört, man muss nicht unbedingt fliegen, wenn man auch den Landweg nehmen kann zu anderen Hochschulen. Wie ist das mit der Subvention oder mit der Beteiligung an den Kosten, wenn der Flug billiger ist als die Bahnfahrt? Beteiligt ihr euch trotzdem auch an der Bahnfahrt? Ja, selbstverständlich. Das ist auch tatsächlich ein dezidiertes Ziel, dass man mehr Bahnfahrten als Flüge zahlt. Es ist auch ganz klar, dass wenn wir zu unseren Partnern nach Frankreich fahren, dass wir mit dem Zug fahren. Das ist übrigens auch schneller. Wir haben da natürlich eine Stellung, die etwas in Anführungsstrichen einfacher ist. Die Ingenium-Hochschulen sind sehr weit voneinander entfernt in Europa. Also wir sind extrem divers, auch was die geografische Gegebenheiten angeht. Aber wir versuchen so viel wie möglich auf Flüge zu verzichten. Aber es ist immer natürlich noch ein Konflikt. Also da hat sie schon recht, das ist nicht ganz einfach zu sehen. Und wir versuchen natürlich, das über andere Sachen auszugleichen. Aber noch sind wir nicht ganz dort angekommen. Und wir müssen natürlich immer sicher gehen, dass wir die Gelder im Blick behalten. Aber für Mitarbeitende und Studierende unterstützen wir, die Bahn zu nehmen oder öffentliche Verkehrsmittel anderes als Flüge. Das ist ganz selbstverständlich. Selma Jansen hat auch erwähnt, dass es hybride Veranstaltungen gibt. Trifft das auf alle Veranstaltungen zu? Versucht ihr möglichst alle hybrid zu machen? Also hybrid bedeutet, dass man auch online teilnehmen kann und sich von hier aus sozusagen aus dem Büro zuschalten kann zu den Veranstaltungen. Oder wie muss ich mir das vorstellen? Also es gibt Veranstaltungen in Person. Manche kann man gar nicht online setzen. Also wenn man da in einem Team... ja, man kann schlecht zusammen essen gehen abends. Genau, ja. Ich meine, wir haben in Corona schon einiges so gemacht. Es gibt Veranstaltungen, die 100% digital sind. Da hast du an einer teilgenommen. Genau. Kannst du vielleicht gleich nochmal was dazu sagen. Und dann gibt es das Hybride. Das heißt, dieses sogenannte BIP, Blended Intensive Program, von dem die Annie Jo gerade gesprochen hat, das ist ein Programm, wo man sich im Vorfeld meist online trifft, mehrere Male. Also es kann einmal, zweimal, dreimal sein, sich dann in Person trifft, um die Aufgaben durchzuarbeiten und dann im Nachhinein nochmal online. Das ist also blended. Und dann gibt es natürlich auch noch die hybride Möglichkeit, dass man quasi hier eine Lehre durchführt, die dann überträgt und Studierende aus einem anderen Land sich das angucken können. Also da gibt es verschiedenste Formate. Es gibt auch dieses Format, das heißt COIL, das heißt Collaborative Online International Learning. Das ist zum Beispiel ein Format, wo 2 oder 3 Lehrende sich zusammentun aus verschiedenen Hochschulen zu einem Thema, gemeinsam ein Konzept entwickeln und gemeinsam lehren. Und das ist dann hybrid, weil
Die lehrende Person hier aus der Hochschule lehrt quasi ihre Studierende in Person. Es wird aber online übertragen und es ist auch online möglich, Diskussionen zu führen. Das ist technisch ein bisschen herausfordernder, aber dafür haben wir auch Unterstützung im Team. Wir haben also einen COIL-Beauftragten hier bei uns, der Dozenten unterstützen soll, auch da diese Technik und auch die Didaktik zu unterstützen, weil man ja anders lehrt, wenn es Personen in Person gibt und online. Also das sind verschiedenste Formate und wir versuchen zu gucken, welche Formate kann man wie mitnehmen und manche Formate machen nur in manchen Themenbereichen Sinn. Nick, du hast an einem Online-Format teilgenommen. Was war das und wie war das für dich? Genau, ich habe an einem sogenannten Hackathon teilgenommen. Das ist quasi ein Online-Austausch, der relativ kurz gehalten ist. Das waren nur 2-3 Tage, wo man dann in der Gruppe was erarbeitet. Und ich fand, der hat sich jetzt im Vergleich auch zu der Winter School, sage ich mal, in Kreta auch sehr gut geeignet, um das online durchzuführen. Also ich fand damals in Kreta das gemeinsame, den Austausch auch in Person und da gemeinsam essen zu gehen oder sowas und die Stadt kennenzulernen, war schon sehr, sehr eindrücklich und sehr hilfreich. Aber bei diesem Hackathon, da ging es eher dann darum, tatsächlich technologisch was zu entwickeln, kurz und knackig in einer gemeinsamen Gruppe. Also da geht es wirklich darum, in kurzer Zeit auch was zu machen. Da war das ein sehr gutes Format. Was genau habt ihr denn gemacht in diesem Hackathon? Hackathon. Schwierig auszusprechen. Genau, also wir haben uns da getroffen, dann wurden wir in Gruppen eingeteilt. Das war meistens dann einfach komplett europäisch verteilt, also gar nicht die Deutschen zusammen und dann die Finnen zusammen etc., sondern wirklich absichtlich bunt gemischt. Und dann hat man in seiner Kleingruppe einen Teil von diesem European Campus, der vorhin schon angesprochen wurde, angeschaut und da sich ein Konzept oder ein Modell überlegt, das man jetzt dann am Schluss pitchen konnte. Also da gab es Gruppen, die haben sich damit beschäftigt, wie man eben Mülltrennung besser machen könnte, Recycling quasi in den Hochschulen. Und dann wurde dafür ein System entwickelt. Also programmiert? Nee, gar nicht programmiert. Das war wirklich nur 2 Tage. Also man hatte gar nicht die Zeit, da irgendwas selbst zu programmieren. Es ging wirklich nur darum, ein Konzept zu entwickeln und dieses Konzept am Schluss zu pitchen. Also wirklich ganz kurz und kompakt. Wir haben uns zum Beispiel das Thema nachhaltige Mobilität angeschaut und haben uns da zum Beispiel überlegt, wie man es schaffen könnte, vielleicht verschiedene Carsharing, Bikesharing-Angebote irgendwie auf einer Plattform transparent zu machen und zu verknüpfen. Und das brauchen wir unbedingt. Genau, ja. Wir haben noch mal einen O-Ton von einem Studierenden, der überaus begeistert ist von diesem Programm. Und ich glaube, das ist eine gute Werbung für alle, die jetzt zuhören, vielleicht dort auch mal mitzumachen. Hallo, ich bin David aus dem 3. Semester Data Science und ich war im Mai in Rumänien, in Iași, in einem 10 Days of Ingenium Projekt. Da habe ich sehr viele Leute kennengelernt aus 10 verschiedenen Ländern und die Studenten haben da zusammengearbeitet in verschiedenen Gruppen in einem Projekt über Problem Solving und Design Thinking. Das war echt sehr interessant und das waren 5 Tage, wo wir nicht nur gearbeitet haben, aber auch die Stadt kennengelernt und Rumänien kennengelernt. Das war echt interessant, da waren sehr viele Sachen zu tun. Wir haben kaum geschlafen, aber es hat uns allen sehr gefallen. Ich glaube, alle hatten eine sehr gute Meinung davon. Also würde ich es echt jedem empfehlen, der darüber nachdenkt. Es sind ja nur 10 Tage insgesamt, es ist kein ganzes Semester. Also ich denke, es lohnt sich mindestens zu versuchen, damit zu machen. Nick, würdest du das unterschreiben? Ja, würde ich so unterschreiben. Kann ich nur empfehlen. Wie kurz waren deine Nächte? Bei uns waren es auch kurze Nächte tatsächlich, aber das war noch bedingt dadurch, dass wir alle parallel noch ein bisschen was zu tun hatten. Der eine hat noch an einem Exist-Förderantrag gearbeitet, ich noch an einer Veröffentlichung und so weiter. Also da gab es dann noch nebenbei ein paar fachliche Geschichten, aber trotzdem war es immer sehr cool. Was würdet ihr denn sagen, ist ein guter Zeitpunkt, um Kontakt aufzunehmen zu Ingenium und erste Schritte in Richtung beispielsweise Summer oder Winter School zu machen? Bietet sich das für Erstsemester schon an oder sollte man vielleicht erst so im 3., 4. Semester auf den Gedanken kommen? Wie ist eure Empfehlung? Also Marie? Wir sind natürlich von der Ingenium-Perspektive oder HKA-Ingenium-Perspektive besonders daran interessiert, Studierende so früh wie möglich mitzunehmen, weil wir haben das ja schon gesehen, es gibt auch ganz viele Angebote. Man kann auch zu so einer Summer School gehen und sagen, oh, ich möchte da aber mehr jetzt auch rausfinden, wie das zum Beispiel an der MTU in Cork funktioniert und vielleicht mal ein Austauschsemester reinbringen. Das heißt, da sollte man mit der Planung natürlich recht früh anfangen, weil Auslandssemester macht man nicht im 1. Semester, aber man sollte es auch nicht im letzten Semester machen.
Also wir nehmen gerne jeden so früh wie möglich mit. Auch die Studierendenpartizipation ist natürlich am hilfreichsten, wenn Studierende in den ersten Semestern sind, weil Studierende dann doch sehr schnell wieder weg sind. Also auch bedingt durch das Praxissemester und so. Also es können alle schon immer recht früh mitmachen. Wir profitieren natürlich auch absolut davon, wenn Studierende schon länger bei uns sind, weil sie dann natürlich das Know-how mitbringen, was gibt es an unserer Hochschule und was kann ich den Partnern beibringen. Aber generell sollte man zu jedem Studienabschnitt etwas Passendes finden können. Wenn ich mir überlege, da mitzumachen, wie kann ich am einfachsten Ingenium kontaktieren? Marie. Am einfachsten ist es erstmal auf der HKA-Webseite zu gucken, das ist hka-ingenium. Dort gibt es zielgruppenspezifisch Informationen für Studierende, Informationen für Mitarbeitende, Informationen für Lehrende und Forschende. Und da kann man schon mal gucken, was gibt es eigentlich für Programme, für die ich mich bewerben kann. Wir haben einen Newsletter, das würde ich auch jedem empfehlen, sich dem Newsletter zu abonnieren. Den findet man auch auf der HKA-Website, glaube ich, ne? Den findet man auch auf der HKA-Webseite, den findet man überall, der ist auch in meiner E-Mail-Signatur. Also den Newsletter abonnieren, das würde ich auch empfehlen, weil das ganz interessant ist. Es gibt wirklich kurze Informationen, es ist kein Spamming, es kommt auch nicht so häufig. Aber da kann man sehen, welche Ausschreibungen gibt es aktuell, wo könnte man sich für bewerben. Das sind so die zwei einfachsten. Wenn man hier vor Ort ist, kommt gerne zu uns ins Büro. Wir sind im Gebäude B, Raum 112, 113. Da ist immer jemand und wir freuen uns immer über freundliche Gesichter. Das sind so Sachen, die man recht einfach und schnell machen kann. Ich finde, das klingt gut, weil die Hürden sehr niedrig sind, so wie sich das für mich anhört. Nick, kannst du das bestätigen? Genau, ich glaube, das ist auch gerade die Stärke von Ingenium. Es ist überall so ein bisschen präsent und man kommt irgendwann in Kontakt damit und dann kann man einfach mal sich das anschauen. Das sollte man auch. Also unbedingte Empfehlung, nicht nur von Nick Schäuble, sondern auch von Marie Rüppel-Huy. Vielen, vielen Dank, dass ihr beiden da wart und weiterhin viel Erfolg mit dem Projekt. Ja, danke, dass wir hier sein durften. Ja, vielen Dank. Marie Rüppel-Huy und Nick Schäuble im Gespräch über Ingenium. Natürlich gibt's dazu auch alle Infos im Netz unter www.h-ka.de/ingenium. Danke fürs Zuhören, tschüss und bis zum nächsten Mal. Der HKA Podcast. Interessantes aus Forschung, Lehre und angewandter Wissenschaft. Alle Infos zu unseren Studiengängen auch im Netz unter www.h-ka.de.